jenseits der reinen Periodenbestimmung, also der Literatur, der Philosophie, der Wissenschaftstheorie des 17. und 18. Jahrhunderts, denke ich vor allem an drei Dinge. Ein neu gestaltetes Verhältnis zum Gegebenen, also zur Tradition, zum Kosmos, zur Wissenschaft. Zweitens ein Primat oder eine Emphase auf Fragen der Vernunft und der Kommunizierbarkeit. Also was wichtig ist, ist das, was kommunizierbar ist, was verständlich ist, was für den Menschen durchdringbar ist. Und drittens, nicht, wie bei Kants berühmtem Sapere Aude, auch so ein bisschen der Verdacht, dass wenn man es nicht genau weiß, wenn man nicht genug weiß, wenn man nicht die richtigen Fragen stellt, dass es auch ein Stück weit verwerflich ist und moralisch vielleicht unredlich ist. Die sozialen Netzwerke sind da sicherlich eine ganz, ganz große Herausforderung für unser traditionelles Verständnis der Öffentlichkeit und des Privaten. Wir sind derzeit in einer Zeit, die durch Halbheiten charakterisiert ist. Einerseits eine Halbheit, wir sind noch nicht in einer digitalen Öffentlichkeit angekommen, aber wir sind fast da. Das heißt, wir vermessen Öffentlichkeit immer noch mit den Koordinaten, die wirklich aus dem 18. Jahrhundert stammen. Nicht also in welcher Zeitung ist das erschienen, welcher große Denker sagt das und so weiter und so weiter. Aber wir verhandeln es längst in einer Welt, in der Prominenz ganz stark diffundiert ist, ganz stark pluralisiert und demokratisiert ist. Und ja, ich glaube, wir stecken da noch mittendrin. Die zweite Mitte, in der wir stecken, ist einfach die, dass wir eine Person des öffentlichen Interesses sein und eine Privatperson sein, beide so nicht mehr gegeben sind. Nicht? In den sozialen Netzwerken, das haben Sie auch angesprochen, werden ganz normale Menschen zu Prominenten, werden öffentlich, nicht? Weil sie ein falsches Wort gesagt haben, kann man plötzlich auf Twitter als die Hauptperson dastehen. Umgekehrt benutzen wir natürlich ständig öffentliche Meinungen, öffentliche Texte und so weiter, um uns etwa auf Facebook oder so etwas privat darzustellen, was für eine Art Mensch wir sind. Und insofern auch da sind wir, glaube ich, in einem Halbstadium, in dem wir alle irgendwie nicht mehr ganz privat, aber auch nicht mehr ganz öffentlich sind. Er ist vor allem sehr viel größer geworden. Nicht wahr? Also die Vorstellung von einer Öffentlichkeit oder einer öffentlichen Meinung, die sich an einem Satz wichtiger Koordinaten orientiert, ist wahrscheinlich in der digitalen Öffentlichkeit nicht mehr haltbar. Menschen können sich gut informieren, können richtige Informationen bekommen, keine Falschinformationen und trotzdem eine komplett andere Welt sehen, einfach weil der Informationsüberfluss zu stark ist, als dass beide dieselben Datensätze zur Verfügung haben sollten. In zweifacher Hinsicht. Einerseits ist es schwieriger geworden, wirklich Gewährspersonen zu finden, die uns sagen, was Sache ist. Es ist sehr viel leichter, an Falschinformationen zu kommen. Es ist sehr viel leichter oder es ist sehr viel schwieriger geworden für ganz normale Menschen zwischen seriös aussehenden, aber falschen Nachrichten und wirklich seriösen News zu unterscheiden. Andererseits, denke ich, benennt allein schon der Begriff der Fake News ein weiteres Problem, nämlich dass da normalerweise nach einer Autorität gerufen wird, einer staatlichen oder einer von Unternehmen eingesetzten, die entscheiden soll, was eben Wahrheit ist und was nicht. Und ehrlich gesagt, so sehr es mir auch gruselt vor der Vorstellung, dass Menschen mit ganz falschen Vorstellungen über die Welt rumlaufen, umso sehr macht mir auch die Vorstellung Sorge, dass die Chefs von Meta oder Twitter entscheiden, was Fakt ist und was nicht.
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es hängt sehr stark vom Setting ab. Es hängt sehr stark ab, wo die freie Rede stattfindet. Ob eben zum Beispiel auf einem Campus, auf X oder Facebook oder in einer Zeitung. Und ich denke, das ist auch in der Aufklärung bereits angelegt. Das stimmt natürlich. Wir denken da immer an eine Periode der großen Redefreiheit und so weiter. Und man kann da mit Kant sehr schön von Prinzipien her argumentieren. Man kann eben aber auch von Knigge her, der auch ein Aufklärer war, nicht argumentieren, dass natürlich eine genaue anthropologische Beschauung, eine genaue Analyse, wie Menschen wo kommunizieren und ob da Regeln, Benimmregeln, keine Verbote, aber Benimmregeln aufzulegen seien. Das ist auch ein Gedanke, der aus der Aufklärung kommt und den man auch, glaube ich, einbauen kann, je nachdem, wo eben die Rede passiert. Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, das lässt sich so leicht nicht beantworten. Also rein empirisch, glaube ich, kann man sagen, dass die Ablösung vom Buch sehr viel zögerlicher vonstatten geht als von der Zeitung. Ist zumindest in meinem Umfeld und bei den Leuten, mit denen ich interagiere und, sag ich mal, mit den Zeitungen, mit denen ich eben bekannt bin, der Fall. Dass man das merkt, die Menschen konsumieren Zeitungen zwar noch, aber sie konsumieren sie anders. Also man setzt sich nicht mehr hin und schlägt sie auf, sondern man bekommt eben die News, die man jetzt braucht, ja, aus X, aus dem Internet, von der Webseite, aus dem Newsletter und so weiter und so weiter. Bei Büchern, denke ich, ist es noch nicht gegeben. Also vor allem einerseits, die meisten Menschen scheinen ja noch physische Bücher lesen zu wollen und auch zu lesen. Und andererseits hat unsere Form der Zeitungslektüre ja mit der alten Form fast gar nichts mehr zu tun. Das heißt, wir lesen sie jetzt anders und das stimmt bei Büchern ja nicht. Wenn Sie ein E-Book von Harry Potter lesen, fangen Sie trotzdem auf der Seite 1 an und hören dann auf Seite, 700 auf. Das heißt, selbst wenn es auf einem iPad passiert, hat sich eigentlich an der Grunderfahrung, jetzt mal abgesehen vom Umblättern oder vom abnehmenden Licht und beim Taschenlampenlesen oder sowas, beim Taschenlampenscheinlesen, hat sich da eigentlich nichts geändert. Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht genau, inwiefern. Nicht? Also ich glaube zum Beispiel, es wird häufig gesagt, dass Studierende heute weniger lesen oder dass junge Menschen weniger lesen. Ich weiß es nicht. Wir lesen ja auf sozialen Netzwerken ständig, aber die Art und Weise, auf die wir lesen, hat sich sicherlich stark verändert. Auch die Form des Schreibens. Ich glaube, dass Menschen, von denen wir meinen, dass sie sehr wenig schreiben, wahrscheinlich auf Plattformen wie Tumblr sehr aktiv sein können und dort wirklich nicht groß von sich mitteilen. Aber es handelt sich eben und auch für ein Publikum, was man in vergleichbaren Kommunikationen vor 20, 30, 40 oder sagen wir 100 Jahren auf keinen Fall erreicht hätte. Also ich glaube, wir lesen und schreiben nicht mal unbedingt weniger, aber was wir schreiben und was wir uns von dem Geschriebenen oder Gelesenen erwarten und erhoffen, hat sich radikal verändert, ja. AI wird das Problem der Fake News noch einmal verstärken, einerseits. Das heißt, AI ist ja nicht bisher darin gut, wirklich faktisch basierte Texte zu generieren, sondern vor allem faktisch scheinende Texte zu generieren. Das ist eine große Herausforderung. Zweitens wird es ganz stark unsere Leserschaft des Internets verändern. Denn wir sind ja bisher sehr aufgeklärt davon ausgegangen, dass jemand, der etwas ins Internet stellt, ein Mensch ist, der irgendetwas uns mitteilen möchte. Das ist bei KI eben nur ganz bedingt gegeben. Das sind Kommunikationen, die Kommunikation zunächst einmal nur simulieren. Das heißt, es gibt natürlich Texte, die da etwas mitteilen können, von denen man es lernen kann, wenn ChatGPT die einem generiert hat. Aber im Grunde genommen sind Language Models keine Knowledge Models. Sie sollen modellieren, wie es klingt, wenn ein Mensch ein Argument macht. Sie sollen kein Argument aufstellen. Und das wird sehr, sehr schwierig, weil wir benutzen seit 15 Jahren Google, um zu erfahren, was Sache ist und um die Meinungen anderer zu finden.
Es wird sehr viel schwieriger, wenn wir nicht mehr wissen, beschreibt der Text, den ich jetzt gefunden habe, Tatsachen und entspricht er überhaupt der Meinung eines Menschen.